Heute habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht, und zwar den Mamotion Yucca Mini 2. Das ist ein ganz besonderer Mähroboter. Stellt euch vor, euer Rasenmäher hat Augen. Nicht so eine Kamera, die irgendwie rumschaut, sondern echte Laseraugen. 360 Grad rundum, wie ein Roboter direkt aus einem Sci-Fi-Film. Genau das steckt im Mamotion Yucca Mini 2. Kein Begrenzungskabel, keine RTK-Antenne, keine Installation im klassischen Sinne. Ihr stellt ihn hin und er erledigt den Rest selbst. Ob das wirklich so einfach funktioniert, wie es klingt, ob der LiDAR-Turm tatsächlich einen Unterschied macht oder nur cool aussieht und für wen sich das nicht gerade wirklich günstige Gerät wirklich lohnt, das klären wir jetzt in diesem Video, ehrlich wie immer. Wir testen auch in diesem Jahr wieder alle Mähroboter, die Rang und Namen haben, und die ausführlichen Testberichte dazu mit allen Details, die findest du auf unserer Website www.smart-home-fox.de, natürlich auf unserem Kanal. Deswegen lohnt es sich für dich auf jeden Fall, da unten den Abonnier-Button zu drücken. Sieht der nicht süß aus, der Mamotion Mini Yucca 2? Ich finde wirklich im Vergleich zu allen anderen Mährobotern sieht das schon sehr besonders aus und irgendwie stylisch. Und die machen dann hier auch mit diesen Lichtern, ja, so wie Kit von Knight Rider. Der sieht irgendwie cool aus und ist auch super hochwertig verarbeitet tatsächlich. Wie gefällt er euch? Einfach mal in den Kommentaren was da lassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung mitteilt. Der Yucca Mini 2, der soll super leicht einzurichten sein. Du brauchst keine Kabel zu vergraben, du brauchst keine RTK-Antenne, keine Beacons, sondern das Teil funktioniert mit einem LiDAR-Laser. Ganz im Zeitgeist, ist für bis zu 1000 Quadratmeter geeignet, hat einen interessanten Preis und er soll super leicht einzurichten sein. Im Internet stand einfach hinstellen und losmähen. Jetzt finden wir mal gemeinsam raus, ob das alles so funktioniert und was er wirklich kann und für wen das Gerät tatsächlich geeignet ist. Also hinstellen. Okay, es war dann doch mehr als ein Fingerschnippen. Du musst das Teil auspacken, aber dann nur die Station kurz zusammenstecken, Gerät drauf. Die Connection war super einfach und ein Update ist schnell gemacht und dann einfach die Kartierung starten. Du kannst wählen zwischen Autokartierung oder manueller Kartierung. Wir machen mal die manuelle Kartierung, da wir hier keinen klar abgegrenzten Garten haben. Deswegen ist die Autokartierung für uns hier nicht angebracht. Aufgabenbereich Kartieren beginnen. Was für eine liebliche Stimme. Hörst du dir das an? Als nächstes steuern Sie den Roboter einmal um den Rasenrand. Verstanden. Bei der Kartierung achten wir natürlich immer darauf, dass der halb auf dem Rasen und halb auf den Weg fährt. Super, Ihr Rasen wurde erfolgreich kartiert. Machen wir noch eine zweite Zone. Aufgabenbereich Kartieren abgeschlossen. Erste Zone ist schon mal easy peasy. Installiert Lemon Squeezy. Okay, auch der zweite Bereich war easy hinzuzufügen und wenn wir schon bei der App sind, du kannst hier wunderbar bearbeiten, die einzelnen Bereiche. Du kannst hier einiges hinzufügen, virtueller Zaun, eine Durchgangszone, also so ein Mow-Gate, was auch ganz cool ist, wenn du zum Beispiel zwei Gärten miteinander verbinden möchtest. Das ist super, No-Go-Zonen ist klar und ein Kanal ist eigentlich eher so ein Pfad als ein Kanal, wird hier Kanal genannt, aber von einer Zone in die nächste. So, soweit zur Einrichtung. Jetzt gucken wir mal, ob das Teil auch mähen kann. Wir haben hier oben so ein Rad, das drückt man runter und dreht und dann
Und dann kann man hier die Mähhöhe einstellen. Zwischen 2 cm und 6 cm kann man hier wählen. Das ist so Standard. 2 cm ist eher ungesund für den Rasen. Ich mache das mal auf 6 cm. Auch wenn der Rasen noch nicht so ganz hoch ist hier, will ich nicht diesen jungen Rasen gefährden. Und jetzt lass uns mal los mähen. Let's mow! Für die Navigation nutzt der Yucca Mini 2 1000 den 360-Grad-LiDAR kombiniert mit dem Dual KI-Kamerasystem und einem 10-Top-Sky-Chip. Was bedeutet das denn? Die Schnittbreite liegt bei 19 cm, 5 schwenkbare Rasierklingen auf einer schwimmenden Schneidescheibe. Das Ergebnis: Was wir sehen und sagen können, ist, er mäht in sauberen, strukturierten Bahnen. Das Rasenbild sieht gepflegt aus, nicht wie nach einem Zufallsprinzip, sondern wie von jemandem, der tatsächlich weiß, was er tut. Was uns beim Mähtest noch auffällt: Mamotion hat sich entschieden, wenn du da keine Sondereinstellung vornimmst, dann mäht er immer zuerst den Rand und fährt dann die Bahnen geschmeidig ab. So, jetzt lassen wir mal über die Fläche mähen. Ich will aber nur, dass er bestimmte Aufgaben erledigt. Bereich 1, bestätigen. Und dann so kannst du hier noch Einstellungen vornehmen. Oh, kannst du hier viel einstellen. Lass uns das mal schnell zusammen durchgehen. Mähgeschwindigkeit. Da kannst du hier, wow, 0,2 bis 0,6 Meter pro Sekunde. Geil, das ist cool, das finde ich cool. Abstand der Schnittbahn. Okay, Abstand der Schnittbahn 9 cm. Machen wir mal 8. Dann überlappt das so wahrscheinlich, ne? Schnittbahnwinkel können wir auch benutzerdefiniert einstellen. Ah ja, okay. Wie wir das Muster haben wollen. Oder zufällig. Oder optimal. Nice. Anzahl der Umfangsrunden. Der Roboter mäht die Umgrenzung des Rasens. Ah, okay. Wenn ich nämlich losschicke, kann ich hier 0 machen. Oder kann erstmal 4-mal rumfahren und die Rasenkante schön mähen. Und was haben wir noch? Hinderniserkennungsmodus aus. Da wird gehäckselt. Okay, Standard. Da Hindernisse proaktiv, Kollisionen vermeidet er, was Schäden reduziert, und empfindlich. Da passt da sehr auf. Machen wir empfindlich. Und Fahrtreihenfolge. Zuerst Zickzack oder zuerst Perimeter? Okay, zuerst Zickzack. Okay. Dann mal los. Und so sieht es aus, wenn du dich auf seine Kamera schaltest. Mal gucken. Wir brauchen natürlich die WLAN-Verbindung. Du kannst auch eine SIM-Karte reinpacken. Dann siehst du ihn immer. Juhu! Hallo! Ist schon geil. Das ist schon cool, oder? Da kannst du echt auch gucken, was in deinem Garten los ist. Das gefällt mir. Jetzt eine meiner Lieblingsfunktionen bei Mamotion ist, wenn du hier auf Einstellungen gehst, ja, und jetzt fährt er so super langsam dahin, und jetzt machen wir mal Lichtgeschwindigkeit. Und dann gibt er richtig Gas. Das gefällt mir. So nämlich, so hat die Arbeit schnell ein Ende. Wir stellen das Mähwerk jetzt mal auf 3 cm runter und gucken mal, wie der Yucca Mini 2 den Rasen so richtig rasiert, damit ihr seht, wie die Mähspur ist. Let's go! Okay, Fazit zum Mähtest, das funktioniert sehr gut. Man kann hier tatsächlich in der App entscheiden, ob man Zickzackkurs oder Schachbrettkurs machen möchte. Und tatsächlich war es so, dass der Schachbrettkurs, der war komplett nachvollziehbar. Da hat er schön in sauberen Bahnen hin und her gemäht und hat schön rasiert. Also siehst du, das Mähwerk, das funktioniert auch gut mit den 5 Messern. Was irgendwie ein bisschen weird war der Zickzackkurs, den haben wir auch ausprobiert. Und da hat er dann echt auch, ist er Zickzack gefahren. Ich weiß nicht genau, was da dann der Sinn des Ganzen ist. Dauert länger und ist ja eigentlich egal, man muss ja nichts machen, aber Schachbrettmuster ist the way to go. Wie wichtig ist es euch, dass der Mähroboter leise mäht?
Also ich weiß schon aus einigen Mähroboter-Berater-Anfragen, dass euch das wichtig ist und deswegen testen wir das natürlich auch in jedem Test. Und wenn du Interesse am Mähroboter-Berater hast, dann schau mal unten in der Beschreibung, da findest du den Link. Und der Mähroboter-Berater ist kostenfrei. Einfach mal ausprobieren. Wir helfen dir, das richtige Gerät zu finden. Jetzt aber zurück zu unserem Test. Und ich habe hier die Dezibel-Mess-App und wir gucken mal, wie laut der Yuka Mini 2 tatsächlich ist. Hör mal genau hin. Also krass leise ist der Yuka Mini tatsächlich. Du hast es gehört. Das ist vielleicht der leiseste Roboter, den wir bis jetzt im Test hatten. Gemessen haben wir jetzt zwischen 50 und 60 Dezibel, aber ich würde jetzt auf diese Dezibelzahl gar nicht groß was geben. Der Hersteller sagt 60 Dezibel, aber der Wind ist tatsächlich hier deutlich lauter als das Gerät. Man hört ihn hier nur ganz leise vor sich hin surren, während er hier fleißig unseren Rasen mäht. Fläche sah schon gut aus, aber was ist mit dem Rand? Wir wollen ja möglichst wenig Arbeit haben. Das heißt, wir müssen gucken, wie gut mäht er den Rand und dafür mähen wir jetzt mal den Rand. Gut, Randtest, sagen wir mal so, der hat halt kein Randschneidemodul. Es gibt mittlerweile auch schon Mähroboter mit Randschneidemodul. Ich packe dir hier oben mal den Link zu unserer Playlist hin. Da haben wir alle Mähroboter mit Randschneidemodul drin. Kannst du mal reingucken, wenn dich das interessiert. Der hier hat so zwischen 10 und 15 cm stehen gelassen. Ist einfach so, er ist den Rand dreimal abgefahren, hat am Anfang am nächsten dran gemäht und geht dann immer weiter nach innen. So macht er schon einen schönen Randschnitt, vor allem wenn das Gras, wie der Weg so hoch ist, ne? Kommt immer drauf an, wie du kartierst. Wir sind hier bei diesem Randstein schön nah dran gefahren und er ist dann noch mal zur Sicherheit ein bisschen weiter mit ein bisschen mehr Abstand gefahren und hat hier eben die angesprochenen 10 bis 15 cm stehen lassen. Jetzt kommt das, wovor jeder Hersteller zittert. Wie gut ist die Hinderniserkennung? Wir haben auf den empfindlichsten Modus geschaltet und gucken jetzt mal, wie er mit unseren Hindernissen umgeht. Werden sie alle überleben oder vielleicht doch geschreddert? Du machst wie immer den Anfang. Du kennst es doch schon. Stimmt. Der Kaktus hat überlebt, aber du kennst es vielleicht, bei dir im Garten liegt vielleicht auch mal der ein oder andere Fuß rum. Jetzt gucken wir mal, was der Yuka damit macht. Sehr gut abgeschnittene Füßen scheint er keine Probleme zu machen. Eiskalt abgebremst. Helmut, auf in den Kampf. Helmut in Gefahr. Keine Gefahr für Helmut. Schau mal, da ist ein Igel, Sonic 2. Hallo kleiner Igel. Oh nein, er rennt auf den Rasen. Oh mein Gott, sie haben Sonic getötet. Naja, ihm geht's gut. Nichts passiert. Aber er ist ein bisschen dicht aufgefahren. Wir probieren es nochmal. Rettet die Igel. Also die Igel scheinen hier mit dem Yuka Mini sicher zu sein. Yuka Mini 2. Wie sieht es mit so Stöcken oder Gartenschläuchen aus? Also schon sehr flache Hindernisse, die quasi im Rasen verschwinden. In der Regel können die Mähroboter das ja nicht. Wir gucken mal, was der Yuka Mini 2 damit macht. Fazit zur Hinderniserkennung. Das hat der Mamotion Yuka Mini 2 tatsächlich richtig gut gemacht. Er hat alle Hindernisse sehr gut erkannt. Manchmal fährt er ein bisschen dicht dran vorbei für meinen Geschmack. Aber alle haben überlebt. Das ist eine gute Sache. Das hat richtig gut funktioniert. Und
Und es ist, wenn du die auf empfindlich stellst, tatsächlich so krass, die Hinderniserkennung, dass er teilweise trockene Stellen im Rasen erkennt und die umfährt. Und das ist dann auch das, was der Hersteller sagt. Also wenn du empfindlich einstellst, dann passiert es eben, dass er dann da umkehrt und da nicht mäht, wo diese trockenen Stellen sind. Und deswegen macht es durchaus Sinn, dass du einfach Standard einstellst und ihn so mähen lässt. Und zum Tierschutz kann man ja dann auf jeden Fall schon mal sicherstellen, dass denen nichts passiert, indem man nicht in der Dämmerung oder nachts mähen lässt. Also Hinderniserkennung, Daumen hoch. Also 2 Daumen hoch. Je nachdem, was du für einen Garten hast, ja, hast du bestimmte Bedürfnisse. Und was immer wieder kommt, ist, welche Steigungen schafft er, ja, gerade runter, Parallelfahrten an Steigungen, und deswegen testen wir das jetzt. Außerdem ist wichtig, wie breit sind die Durchfahrtswege, die er schafft. Der Yucca Mini, der soll bis zu 55 Zentimeter sogar schaffen. Wir gucken mal, ob der Yucca Mini hier unseren Herausforderungen gewachsen ist von unseren Durchfahrtswegen. Und dann wollen wir natürlich auch herausfinden, ob der in eine Garage einparken kann. Dann schicken wir jetzt den Mamotion Yucca Mini zweimal in die zweite Zone, in die Danger Zone, in unser Geländeparcours. Komm mal mit, wir schauen uns mal an, was da passiert. Wow, in die Danger Zone. Woohoo. Unsere Danger Zone, Zone 2, hat alles zu bieten. Riesenflächen und vor allem steile Hänge. Wir haben hier alles von geraden Flächen bis zu 30%, bis zu 40%, bis zu 52%. Der Mini von Mamotion, der hat seinen Job am Hang gut gemacht. Also ich fand's cool, dass er immer wieder mal runtergerutscht ist. Er hat schon schwer zu kämpfen gehabt. Er hat halt nur hinten diese Profilreifen. Vorne die Reifen, die geben ihm gar keinen Grip. Und man hat schon gemerkt, dass er manchmal den Hang einfach runterrutscht. Aber dann fährt er konsequent immer wieder zurück zu seiner Bahn und mäht die nach dann, ja. Und das hat mir schon gut gefallen. Also ist jetzt kein Kletter-Champion, aber der kann schon ordentlich Hänge bearbeiten. Das funktioniert. Und der Yucca Mini 2, der aus dem Haus Mamotion hier, der ist, kann man schon sagen, ist eher so ein für schöne Wetter und schöne Gärten, akkurate Gärten zum Mähen gedacht. Aber er hat seinen Job am Hang trotzdem wirklich gut gemacht. Und jetzt gucken wir mal, ob er auch in die Garage einparken kann. Das ist eine spannende Info, denn du willst den ja vielleicht vor schlechtem Wetter in der Garage parken für Mähroboter. Dann ist halt wichtig, dass er da auch selbstständig reinkommt. Sonst musst du ihn immer selber reinschieben. Das macht keinen Sinn. No, no, no. Wir haben uns eine Garage gebaut und die ist ein bisschen was unter 40 cm hoch. Und wir gucken jetzt mal, ob der Yucca Mini 2 da reinfahren kann. Sauber eingeparkt, keine Probleme. Wird er es schaffen, durch einen richtig engen Durchgang hier durchzukommen? 70 cm. Das muss er doch schaffen, oder? Wow! Very nice. Das sieht gut aus. Ein echt feines Manöver. Wenn er 70 cm schafft, dann schafft er doch auch weniger, oder? Wir haben es probiert. Und hier siehst du, wie er 50 cm Durchfahrt schafft. Und damit ist er ein echter Manöver-Champion. Wartung. Da ist er. Das Vorderrad wurde angerufen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen was zu tun. Wir haben hier diese Mähscheibe mit 5 Klingen. 5 Klingen, die solltest du regelmäßig kontrollieren, gucken, ob die noch scharf sind, ja. In der App gibt es auch Hinweise darauf, aber ich gucke immer lieber gern selbst, weil das wird ja so nur hochgerechnet. Und wenn die dann mal stumpf sind, dann tausche ich die aus. Du musst immer gucken, dass der hier unten schön sauber ist, so wie jetzt noch niegelnagelneu. Und dass die Mähleistung erhalten bleibt, ja, wenn da mal Schlamm ist oder sowas, wenn er mal durch einen feuchten Garten gefahren ist, dann kannst du den abspülen, der ist wasserfest. Und das ist im Wesentlichen das, was du an der Unterseite zu tun hast. Oben sind auch ein paar Dinge zu tun. Hat hier vorne die Kameras, die müssen immer schön sauber sein. Und der LiDAR-Laser, der
Den kannst du auch abends mal mit einem Mikrofasertuch abreiben. Sehr wartungsarm, wie die meisten Mähroboter tatsächlich so sind. Was ich euch beim Thema Wartung auch nicht vorenthalten will, hier hinten ist so eine Klappe, die könnt ihr aufschrauben mit einem Schraubenzieher, der ja dabei ist. Und dann könnt ihr den Akku rausnehmen und austauschen. Und das finde ich cool, denn das ist nachhaltiger und günstiger. Du musst das Gerät beim defekten Akku nicht wegschmeißen und kannst den Akku tauschen. Top! Willkommen bei unserem Fazit-Blumenkübel. Wir sind wieder mit einem Test für euch durch und das war der Mamotion Yuka Mini 2 Test und wir hatten richtig viel Spaß, denn Mamotion hat hier in diesem Jahr einiges anders gemacht. Der LiDAR-Laser hat funktioniert, Navigation war einwandfrei, aber gibt es vielleicht auch etwas, auf das du verzichten musst? Also ein Kletter-Champion ist es nicht, ja? Er hat zwar den Hang gut gemeistert, aber er hat es schon ein bisschen gequält, wenn du richtig viele Hänge hast und wilde Gärten oder riesige Flächen, dann bist du hier nicht gut beraten, denn der ist für 1000 Quadratmeter, was schon irgendwie riesig ist. Ich meine, wir hatten 1000 Quadratmeter Garten. Also das ist schon eine ordentliche Fläche, aber es geht eben auch noch mehr. Und hier haben wir einen Preis von, und jetzt halte ich fest, 1300 €. Das ist ein absolut fairer Preis für ein Gerät dieser Liga und Klasse. Wenn du nochmal 100 € sparen willst, dann schau mal, es gibt auch einen für 800 Quadratmeter, der kann das gleiche, funktioniert auch mit LiDAR. Und dann kannst du dir überlegen, ob das vielleicht dann das richtige Gerät für dich ist. Auf was du noch verzichten musst, ist auf jeden Fall das Randschneidemodul. Das hat Mamotion hier beim Yuka Mini 2 nicht. Also du hast immer noch diesen Rand da stehen, 10 bis 15 cm. Die musst du dann, wenn es dich stört, mit dem Trimmer nacharbeiten. Was auch ein bisschen komisch war, wenn wir den Zickzackkurs gemacht haben hier, dann hat er ein bisschen weird rumgemäht. Ich weiß nicht so genau. Also dieses Schachbrettmuster ist auf jeden Fall meiner Meinung nach die bessere Möglichkeit, hier den Rasen mähen zu lassen. Es geht dann einfach viel schneller. Was kriegst du? Auf jeden Fall ein Mäher, der deine 1000 Quadratmeter Garten easy mähen kann. Der hat LiDAR-Navigation, du brauchst keine Kabel vergraben, keine RTK-Antennen aufzustellen, keine Beacons. Das finde ich super. Heutzutage die Einrichtung ging richtig flott. In der App hast du super viele Einstellungsmöglichkeiten und tatsächlich die Hinderniserkennung, die war auch richtig gut. Hat mir gut gefallen. Er ist zwar manchmal ein bisschen nah dran gefahren, aber ich mache mir da beim Yuka auf jeden Fall keine Sorgen um die Igel von morgen. Hochwertig verarbeitet, der Akku ist austauschbar und was auch cool ist, wir haben tatsächlich 5 Klingen. Das ist bei diesen Mittelklasse-Mährobotern auf keinen Fall Standard. Wenn du noch Fragen hast zu diesem Gerät oder noch Anregungen hast für unsere Tests, dann schreib's gerne in die Kommentare. Und wenn du unserem Kanal noch nicht folgst, dann freue ich mich, wenn du es jetzt tust. Dann verpasst du auch in Zukunft keine Mähroboter-Tests mehr. Ich packe dir hier mal noch unsere Mähroboter-Playlist an. Da haben wir alle möglichen Mähroboter getestet. Da gibt es super viel Infos für dich. Und wenn du dir nicht sicher bist nach diesem Video oder nach allen unseren Videos, wenn du sie alle fleißig geguckt hast, welcher Mähroboter ist der richtige für dich, dann schau mal in der Beschreibung. Da findest du einen Link zu unserem Mähroboter-Berater. Der ist komplett kostenlos. Da berate ich dich oder einer meiner Kollegen, welchen Mähroboter du für deinen Garten am besten nimmst. Einfach ausprobieren. Kostet dich nichts, nur ein paar Minuten deiner kostbaren Zeit. Das war's. Ich freue mich, wenn du bald wieder dabei bist. Bis dahin, Peace.